Ja, worüber sprechen wir heute? Heute geht es um CLOs und zu Neudeutsch Collateralized Loan Obligation. Klingt ein bisschen sperrig, dahinter verbirgt sich eigentlich der Begriff verbriefte Unternehmenskredite. Wir schauen uns heute den Gesamtprozess von einem CLO an, und zwar von der linken Seite, von dem Unternehmen bis hin zu einem CLO-Fonds von Lupus Alpha. Fangen wir ganz links bei der Grafik an. Es sind also Unternehmen, die begeben Anleihen bzw. Loans. Was ist denn der Unterschied zwischen Anleihen und Loan? Bei den Anleihen handelt es sich um Strukturen, die längere Laufzeit haben, einen fixen Coupon haben und von dem Unternehmen begeben werden. Bei den Loans ist es unterschiedlich. Es sind Darlehensverträge, die nicht an der Börse gehandelt werden. Und der Vorteil bei solchen Unternehmens- oder Loans ist, dass die Struktur der Loans so aufgebaut ist, dass sie passend zu dem Unternehmen gestaltet werden können. Kommen wir aber doch zunächst mal zu den Unternehmen. Welche Unternehmen verbergen sich dahinter? Es sind Unternehmen, die mindestens einen Ertrag vor Steuern von 50 Millionen Euro haben, beziehungsweise der einzelne Darlehensvertrag so im Schnitt 500 bis 1 Milliarde Euro werthaltig ist. Um ein paar Beispiele zu nennen, welche Unternehmen sich dahinter verbergen, das sind Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, also eigentlich nicht so bekannt sind. Wie zum Beispiel Stada. Stada kennt jeder mit Kripo Stadt. Unternehmen mit 8000 Beschäftigte. Oder Signa Holdco. Das ist ein Unternehmen mit 5000 Beschäftigte ungefähr. Was produzieren die? Jeder kennt es eigentlich. Es sind Pflanzenöle, Bechel, Rama und Pflanzenfett zum Braten. Das sind Unternehmen, die groß sind, mit 5.000 bis 8.000 Beschäftigte. Man hat natürlich auch Unternehmen vom Luxussektor. Ein Unternehmen zum Beispiel ist Breitling. Breitling hat sich die ganze Marketingkampagne zum Beispiel gestützt auf den Loan, den sie rausgegeben haben, in der Höhe von 1 Milliarde Euro. Und dieser Loan, das wird alles in einem CLO strukturiert. Eben haben wir gehört, welche Unternehmen sich in dem CLO verbrieft werden, aber es ist die Frage, wie viele Unternehmen gibt es eigentlich in Europa, die Loans begeben? Es sind ungefähr 500 verschiedene Unternehmen, die Loans emittieren. 70% aller Loans werden von CLOs erworben. Das ist also ein relativ großer Anteil und damit stellen CLO ein großer Faktor für die Fremdkapitalfinanzierung von europäischen Unternehmen dar. Der CLO besteht aus ungefähr 100 bis 150 verschiedene Loans. Und die Laufzeit der Struktur eines CLOs ist ungefähr über alle Tranchen hinweg ungefähr 10 Jahre. Was macht ein CLO-Manager? Ein CLO-Manager kauft und verkauft die einzelnen Anleihen. Aufgabe ist die, dass er die Loans nach Werthaltigkeit aussucht. Seine Funktion ist eigentlich die, zu schauen, ob das Unternehmen in Default geht oder nicht. Also diese Default-Risiken muss er entsprechend vermeiden. So ein CLO wird jetzt eigentlich tranchiert. Da möchte ich nur kurz drauf eingehen. Je nach Risikoneigung gibt es Tranchen mit einem Rating von AAA, also die beste Bonität, bis hin zu den sogenannten Mezzanin-Tranchen. Das sind Tranchen mit einem schlechteren Rating von Doppel-B bis Einfach B. Und ganz am unteren Ende der Risikoprofil ist die Equity-Tranche. Die hat das höchste Risiko, erwirtschaftet aber auch im Durchschnitt den höchsten Ertrag. Ja, in welcher Struktur wird denn eigentlich so ein CLO eingebettet? Es ist das sogenannte SPV, entspricht eigentlich einem Fonds. Und zwar, wenn ein Loan Manager ins Straucheln kommt, dann ist das Vermögen treuhänderisch gesichert in dem SPV. Und damit hat er die höchste Sicherheit. Es ist unabhängig von der Struktur eines CLO-Managers bzw. über seine Bonität. Was macht eigentlich ein CLO-Portfolio-Manager? Ein CLO-Portfolio-Manager wählt die einzelnen Tranchen, CLO-Tranchen aus. Im Schnitt haben wir in unserem Publikumsfonds 50 bis 60 verschiedene CLO-Tranchen und die Fragestellung ist, wie gehen wir eigentlich vor? Zunächst haben wir eine volkswirtschaftliche Analyse. Wir schauen uns genau an, wie der Konjunkturzyklus ist. Was wollen wir eigentlich für ein Risikoprofil eingehen? Gehen wir eher mehr ins Risiko, dann kaufen wir natürlich entsprechend
riskantere CLO-Tranchen, weil die versprechen ja eine höhere Rendite. Wenn wir in den konjunkturellen Abschwung sind, dann gehen wir eher defensiv vor und kaufen natürlich dann eher die AAA bzw. die AA-Tranchen. Natürlich schauen wir uns auch den CLO-Manager an, weil es ist ganz wichtig, es gibt Manager, die eher mehr Risiko nehmen und die Struktur etwas riskanter gestalten und manche eher defensiver ausgestellt sind. Wir sprechen ungefähr mit 50 verschiedenen CLO-Managern. Wir grillen eigentlich den CLO-Manager, also wir fragen den genau, wie er zu den Unternehmen steht, wie er zu seiner Konjunktur steht und holen uns dadurch ein Meinungsbild auf. Das ist die Aufgabe eines CLO-Portfolio-Managements, das wir bei Lupus Alpha betreiben. Ja, nachdem wir heute die grundlegende Struktur gesehen haben, geht es im nächsten Video um die Strukturierung eines CLOs. Also da kommen Begriffe über Bonität, Wasserfall, Risikoneigung, Risikoappetit.